Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf den sogenannten grünen Knopf. Oder, wie der grüne Punkt sagen würde, verdammt, ich hätte mir das Grün damals wirklich urheberrechtlich sichern sollen. Was hätte ich für schöne, fette grüne Scheinchen verdienen können, hätte ich das mal gemacht. Dann müsste mir der grüne Daumen, der grüne T, der grüne Star, der grüne Hulk und vor allem der grüne Knopf jetzt fette Tantieme bezahlen. Ich verdiene mit deinem Müll mein Geld. Denn seitdem es mich gibt, ist der Müll nicht etwa weniger geworden, sondern noch viel, viel mehr. Aber genau damit verdiene ich meine Kohle, denn jede Verpackung, die mein Konterfei drauf bedruckt bekommt, bringt mir ein paar Cent Lizenzkosten. Also bitte, bitte verbraucht mehr Verpackungen, damit ich noch mehr Geld verdienen kann und mir so die Namensrechte zumindest vom grünen Hulk sichern kann. Denn dann würde der bestimmt ganz grün vor Wut. Vor allem würde Bruce Banner wieder einmal seine Sachen zerreißen, was nicht ansatzweise umweltfreundlich wäre und auch auf Dauer so teuer ist, sodass Bruce Banner schon einen Zweitjob annehmen müsste. Und den sogar in Bangladesch in einer Textilfirma. Da diese Orte aber so vollgestopft sind, würde das Bruce Banner wieder so ärgern, dass ihm ständig eine andere Näherin den Arm in die Seite stößt. Und wenn sich Bruce Banner ärgert, dann wird es nicht lustig, weil er sich dann verwandeln muss in den grünen Hulk. Nur ist dann in den Hallen so wenig Platz, sodass er sich nicht einmal verwandeln könnte, und so muss er einfach grummelnd weiternähen. Denn Kleidung wird unter zumeist menschenverachtenden Bedingungen in China und Bangladesch produziert. Damit ein T-Shirt bei Kick für 2 Euro über den Ladentisch gehen kann, muss es für wenige Cents produziert werden. Und das geht nur auf Kosten der Näherin oder der Umwelt. Und um dem etwas entgegenzusetzen, gibt es den sogenannten grünen Knopf. Bekleidung wird oft billig in Entwicklungs- und Schwellenländern produziert, zu miserablen Bedingungen. Produkte mit dem grünen Knopf dagegen sind nach Überzeugung des Entwicklungsministers nachhaltig und fair. Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass Kleider, aber auch andere Produkte in diesen Drittstaaten unter Bedingungen produziert werden, wo ich nur von Ausbeutung von Mensch und Natur sprechen kann. Wer mit dem grünen Knopf werben will, muss 46 ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Verbot von Kinder- oder Zwangsarbeit, Zahlen von Mindestlöhnen, Erhöhung der Arbeitssicherheit, gefährliche Chemikalien sind verboten und anerkannte Prüfstellen kontrollieren die Einhaltung. Und das klingt doch schon mal zielführend. Gerade der Einsturz der Textilfabrik in Chabba in Bangladesch 2013 sollte jedem immer noch im Hinterkopf schweben, wenn man gerade beim örtlichen Klamottendiscounter eine Hose für 99 Cent in der Hand hält. Und weil dem natürlich so ist, hier noch einmal, was 2013 passierte. Das Rana Plaza in Chabba war ein 8-geschossiges Gebäude, in dem mehrere Textilfirmen untergebracht waren. Und obwohl schon Tage zuvor Risse im Gebäude festgestellt wurden, wurde das Gebäude selbstverständlich nicht evakuiert. Denn irgendwer muss ja die Sommerkollektion für Kick, Primark und H&M nähen, sodass, als das Gebäude dann einstürzte, sich immer noch mehr als 3000 Menschen darin befanden. Was zur Folge hatte, dass 1135 Menschen starben. Was wiederum die Regierung von Bangladesch dann bewog, die Sicherheit von Textilfirmen zu kontrollieren. Also nicht noch mehr zu kontrollieren, sondern überhaupt mal zu kontrollieren. Denn bis dato galt, scheiß auf die Arbeitssicherheit, stellen wir doch einfach alles in die Notausgänge und lass uns die mal lieber abschließen, nicht dass es hier alles einer klauen will. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Unglück passierte. Oder besser gesagt, bis ein Unglück passiert, das so grausam war, dass dieses Unglück es auch mal bei uns in die Nachrichten geschafft hat. Alleine zwischen 1991 und 2012 kam es zu mehr als 33 Brandkatastrophen in Textilfabriken in ganz Asien, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben. Was bringt auch schon ein brennendes Kind heute noch für Quoten bei den Tagesthemen, oder? Aber wie ist es nach dem Brand von 2013 gerade in Bangladesch dann weitergegangen?
Und dazu kann man echt nur sagen, da hat der Junge vollkommen recht. Es ist doch einfacher, 1200 Menschen zu begraben, notfalls in dem eingestürzten Gebäude, in dem sie gerade noch gearbeitet haben, als dafür zu sorgen, dass die Menschen überleben können. Was ist schon ein Menschenleben wert? 2 Primark-T-Shirts? Aber genau hier soll nun der grüne Knopf helfen. Zumindest bei uns Abhilfe leisten. Denn Ziel ist es damit, einen Standard zu erreichen, der auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen setzt. Was immer schon mal gut ist. Allerdings genauso schwierig umzusetzen ist, wie als ich mit 15 das Ziel hatte, dass Gina Wild an der Tür klingelt. Ist nur zweimal passiert. Und genau das ist auch das Problem vom grünen Knopf. Es gelten rund 2 Dutzend ökologische und soziale Standards. Die sind sogar so wichtig, dass man sie noch nicht einmal so einfach auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nachlesen kann. Also genau bei dem Ministerium, das den grünen Knopf eingeführt hat. Dabei geht es hier nicht um ein Betriebsgeheimnis, wie zum Beispiel Red Bull hergestellt wird. Und ich schätze, dafür braucht man pro Dose 1 Liter Wasser und 12 Kilo Zucker. Da stopft man das Ganze in einen Schlumpf und zwingt ihn dann in die Red Bull Dose zu pinkeln. Außerdem können die Hersteller diese Standards auch anhand von anderen Siegeln nachweisen, dass sie die Kriterien schon dort einhalten. Und das ist in etwa so, als ob ich ein Haus bauen will und als Nachweis, dass ich das super kann, lege ich das Vogelhaus vor, das ich in der 8. Klasse im Bergunterricht gemacht habe. Dafür immerhin eine 2 bekommen habe. Und hey, wenn ein Vogel nicht klug genug ist, einen runden Türknopf zu benutzen, dann heißt das wohl aussterben, lieber Dodo. Und selbst die Industrie ist noch nicht einmal vom grünen Knopf überzeugt. Wie sogar bei Tchibo, deinem freundlichen, definitiv keinen Kaffee mehr verkaufenden Kaffeeladen aus deiner Nachbarschaft. Tchibo startet zunächst mit 10% seiner zertifizierten Baumwollprodukte, möchte den grünen Knopf später auf weitere Kollektionen ausweiten. Das Unternehmen ist aber davon überzeugt, dass es zudem gesetzliche Regulierungen in der Textilbranche braucht. Wenn wir uns die globalen Herausforderungen ansehen, um die es geht, Armut, Klimawandel, die Situation in den Lieferländern, dann sind wir uns auch ganz sicher, dass Siegel alleine nicht ausreichen, um etwas durchschlagend zu verändern. Da braucht es die geballte Kraft von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und wer jetzt denkt, holla, Firmen wollen härtere Gesetze haben, dann hier das Stoppschild. Unternehmen wie Tchibo geht es dabei in erster Linie darum, dann bei diesen Gesetzen besser mitreden zu können. Denn Initiativen wie der grüne Knopf sind ja schön und gut, aber Gesetze kann man wenigstens so formen, wie man es als Unternehmen haben will. Macht doch die Automobilbranche schon seit dem 2. Tag der Bundesrepublik. Ein Wunder, das nicht im Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar, wie auch die Abgaswerte aus unseren Laboren. Basta. Vor allem können dann diese Gesetze dazu dienen, um die billige Konkurrenz aus dem Ausland auszubremsen. Denn was einen Markt immer behindert, ist ja bekanntlich Konkurrenz. Einer der größten Fehler des grünen Knopfes bisher ist auch, dass es nicht Standards gibt für den gesamten Prozess, sondern nur für das Färben oder Bleichen des Stoffes sowie beim Zuschneiden und Nähen. Was aber auf dem Feld mit der Baumwolle gemacht oder auch nicht gemacht wird, ist nicht relevant für den grünen Knopf. Außer es tangiert vielleicht andere Gütesiegel. Vielleicht. Nur genau das sollte doch ein staatliches Gütesiegel selber machen können. Standards setzen und nicht auf Standards anderer hoffen. Denn so arbeitet ja nur die FIFA. Aber genau hier können und müssen wir ansetzen. Also fassen wir einmal zusammen. Was ist uns die Umwelt wert? Was ist es uns wert, dass Frauen in Bangladesch mehr als 100 € im Monat verdienen? Reicht ein grüner Knopf dafür? Oder müssen wir nicht unser eigenes Kaufverhalten anpassen? Was eben nicht reicht, ist ein grüner Knopf, der aus der Singer Nähmaschinenhüfte geschossen wurde. Denn er bringt kaum eine Verbesserung für die Menschen, die unsere Klamotten herstellen, oder hilft, unsere Umwelt besser zu schützen. Und das wäre am Ende nicht nur schade, sondern absolut nicht hinnehmbar. Denn der grüne Knopf ist prädestiniert, um Firmen wie Tchibo, Primark und Co. bei ihrem Greenwashing zu helfen. Hier, alles grün und nachhaltig hergestellt. Versprochen. Sternchen. Sternchen, aber mit einem Flugzeug eingeflogen und mit LKWs auch in den letzten scheiß Sarah-Shop gekarrt, wo unmotivierte Mitarbeiterinnen für den Mindestlohn sich die Füße in den Bauch stehen. Ein Luxus, den 4 Millionen Arbeiter in Bangladeschs Textilindustrie nicht kennen.
Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.